Servus, wir sind hier in Soera. Hier gibt es seit 2011 ein 24-Stunden-Rennen. Das ist eigentlich lange das einzige seiner Art gewesen. Und sehr viele Teams, sehr viel Competition. Und das ist eigentlich so, sag mal, die Weltmeisterschaft des Vespa-Langstreckenrennens. Ja, heute ist der erste Renntag und ja, das ist unsere Box. Jedes Team hat hier so seine Box aufgebaut. Nach Möglichkeit und bestem Wissen und Gewissen, einfach falls irgendwas ist, was man reparieren muss, dass man schnell zangeln kann, dass man auch keinen zu langen Weg hat, um in die Box dann wieder rauszukommen, um wieder am Rennen teilzunehmen. Wir haben ein Dashboard, wo der Fahrer seine Zeiten sieht und alle Daten, die erfasst werden. Wir haben diverse Sensoren rundherum. Fahrwerkssensoren sind dran. Wir können die Bremstemperatur erfassen. Wir können sehen, was zum Beispiel die Batterie macht, wie viel Strom gerade verbraucht wird von dem ganzen System. Und haben dann noch diverse Knöpfe, wo wir mit dem Fahrer kommunizieren können in beide Richtungen. Das heißt, jedes Teammitglied kriegt aufs Handy eine Nachricht, dass sich die Pit-Crew versammeln soll. Und dann wird geschaut, was der Fahrer anzeigt. Oder der Fahrer kommt dann sofort rein. Also, Motor ist zum größten Teil von mir gebaut. Was wir da haben, ist ein Quattrini M200 auf dem Quattrini Block, bisschen Langhub, 58 mm. Wir haben die Leistung nicht ganz hoch gefahren, sondern sind immer so eher auf einer mittleren Leistungsabgabe, einfach damit die Haltbarkeit optimal ist. Und was auch an dem Motor ganz wichtig ist, ist die Leistungsentfaltung. Die muss so sanft sein, wie es nur geht. Weil je sanfter das ist, umso leichter kannst du lange schnell fahren mit dem Motor. Deswegen haben wir da noch einen Auspuff gebaut, der genau das umsetzt. Ansonsten 32er Vergaser ist vom Reglement als Maximum vorgeschrieben, mehr darfst du nicht machen. Getriebe ist ein speziell angepasstes von FAIO mit genau passenden Gangstufen für hier. Hartz-IV-Kupplung dazu und ja, das war's schon. Also das Wichtige ist, der muss halt perfekt haltbar sein und der muss halt super einfach fahrbar sein. Das ist das Ziel und das haben wir hier gut hingekriegt. Wir sind jetzt kurz nach Rennbeginn. Das Rennen läuft seit 40 Minuten. Der Rapfi fährt den ersten Stint. Das macht er eigentlich schon immer. Das ist Tradition bei uns, weil er einfach der Schnellste ist. Wir haben 5 Piloten. Der nächste ist der Mario Woldrich. Und dann geht es einfach der Reihe nach durch. Wir haben die Boxentafel schon rausgehalten, dass er bald dran ist zum Wechseln. Und dann schauen wir einfach, dass die ganzen Wechsel schnell und reibungslos vonstatten gehen. Wir waren ja relativ weit vorn positioniert. Wir haben uns aber ganz gut gehalten. Sind jetzt momentan auf dem 2. Platz. Erwartungsgemäß sind sehr schnelle Teams da. Italienisches Team ist vor uns. Aber hey, am Ende gewinnt derjenige, der durchhält. Wir sind ein sehr konstantes Team. Da rechnen wir uns gute Chancen aus. Sophie, was passiert? Keine Schaltung mehr. Da nutzt das größte Talent nichts. Im Omega habe ich auf einmal die zweite nicht mehr rausgebracht und dann bin ich den Rest mit ungefähr 18.000 Umdrehungen fertig gefahren.
Ich hoffe, das Pushen ist richtig zu haben, weil ich will fahren. Macht's den Keil aus dem anderen Moped raus. So fix. Wackel mal an der Schaltung. Wir haben quasi diesen Verbindungsstift zwischen Schaltrad und Schaltwelle haben wir verloren. Wir hatten zwar einen Ersatz dabei, aber den haben wir in der Eile dann falsch zugeschnitten. Aber danke nochmal an Team Hives, die haben uns einen Ersatzschaltstift gegeben. Ja, und jetzt sind wir schon wieder draußen, jetzt müssen wir halt wieder aufholen. Langsam wird es finster, die Temperaturen sind angenehmer. Jetzt geht es in die Nacht. Das ist ein ganz spezieller Turn, das macht es so richtig interessant. Die Nacht war super. Nicht. Also es ist irgendwie alles Erdenkliche kaputt gegangen, aber wir haben nicht zum Kämpfen aufgehört. Jetzt sind wir Gott sei Dank noch Platz 3. Und jetzt schauen wir, dass wir es heimbringen, weil der nächste Defekt kündigt sich auch schon wieder an. Der Ulf ist anscheinend kurz vor Schluss gestürzt. Oh! Was? Oben aufmachen. Es ist das Gasseil wirklich ab. An das Gasseil rein. Seitenschneider, Zange. Wo ist die Messingbuchse? Neuen Gasgriff aus den Teilen raussuchen. Natürlich braucht man den Gasgriff nicht neu reden. Wieder zusammenbauen? Ja, war aber gerade schön am Gas, aber dann hat er das Gas immer mehr zugemacht. Und ich habe noch ein bisschen am Gasgriff gedreht und so und dann war es irgendwie ausgefädelt oder abgerissen. Ja. Deswegen musste ich es jetzt reinschieben. Ich glaube, ich kriege einen Herzinfarkt. Ja. Boah. Aber ich denke mal, die Jungs kriegen das noch hin, sodass wir unseren dritten Platz wenigstens noch retten können.
schneidest du schon mal den scharfen Seitenschneider. Los! Raus! Ja, also ich bin guter Dinge, dass wir einen dritten Platz noch schaffen. Aber also mehr geht nicht. Also wir haben so viel gezangelt dieses Mal und wir sind so gut gefahren, aber das ist alles immer aufgefressen worden durch die Zangelei. Aber es spricht eigentlich nur fürs Team, dass da die Moral nicht gebrochen ist und wir einfach bis zum Schluss durchgezogen haben und durchziehen. Wir hatten ein Top-Rennen, Platz 3. Wir haben zwar viel gezangelt, aber viel erreicht. Danke fürs Zuschauen und das nächste Mal am besten mitmachen oder wieder zuschauen. Danke. Yeah!